Hallo allerseits, ich bin hier auf der Spielwarenmesse und bin hier bei Adrian Rennertz und Sebastian Oberlin, die ein Spiel entwickelt haben. Ein Spiel ist gut. Es schaut hier aus wie ein klassisches Memory-Spiel. Aber es ist eigentlich moderne Technik drin und das Ganze hat 2019 mit einer Kickstarter-Kampagne begonnen, die Sie mir jetzt am besten gleich etwas genauer erklären. Ich würde sagen, dass Adrian Rennertz das jetzt vielleicht mal vorneweg erklärt, welchen Part er gespielt hat und dann der Sebastian Oberlin. Ja, also ich bin der Programmierer und Medienkünstler in dem Duo. Das bedeutet, ich habe die ganze hintergründige Arbeit geleistet, hier eine App zu schreiben, die diese wunderschönen Holzplättchen auch nachher lesen kann. Und ich würde einfach mal den kreativen und vordergründigen Part der Idee und der Vision und des schöngeistigen Produktes an Sebastian übergeben. Und der Sebastian Oberlin, der kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, mit Spielen überhaupt nichts am Hut gehabt. Nur Geige spielen höchstens. Geige spielen, ja. Das Gut, und das ist jetzt hier dieses Spiel, schaut aus wie ein ganz normales Memory, würde ich jetzt sagen. Erinnert daran, ja. Eben. Und das ist aber dann mit Hightech gefüllt. Ganz genau. Also wenn man sein Handy nimmt, sein Smartphone, kann man hier mit der Klangquadrat-App, hat man eine Spielesammlung, also mehrere Spiele. Ziemlich viele, 15 eigentlich an der Zahl, wenn ich hier durchseppe. Und man entscheidet sich für ein Thema, was ich mag. Zum Beispiel Komponisten der Klassik, mein Zuhause. Das kann ich öffnen. Hier kann ich die Anzahl der Spielsteine aussuchen. Hier haben wir 20, 16 oder 8. Ich nehme 8, weil das einfach mal so einfacher und schneller zu zeigen. Zum Set gehören 20 Ganz Steine. genau. Und ich kann jetzt für den Anfang, fürs einfachere Training, vielleicht wenn auch Kinder dabei Ganz sind, genau. Die noch nicht ganz so fit sind, fange ich mal mit 8 Stück Eben, an. genau, Dann gibt es da Pärchen wie beim Memory, Ganz aber die genau. sind akustisch dann. Die sind nur akustisch. Und zwar, wenn ich das hier öffne und damit ist schon der digitale Part so gut wie abgeschlossen, lege ich das ab mit dem Display nach unten und dann suche ich mir einfach eins aus. Sagen wir dieses hier. Ich lege es auf und höre Musik. Das ist jetzt, dann darf ich nochmal wie beim klassischen Memory. Kein Pärchen. Jetzt wäre der nächste dran. Adrian, mach mal ein zweites. Okay. Nehme ich mal den hier. Nein, keins. Kann es sein, dass du einen Anruf kriegst? Anruf, das können wir immer auf Airplane muss, weil es funktioniert auch ohne Internet das Ganze, muss man sagen. Ich mache es jetzt wieder aus. Okay, Okay, dann das hast du schon. Das Das war der Nussknacker. der Nussknacker. Oh, die Königin der Nacht. Noch Wenn kein man es Pärchen, weiß. noch kein Pärchen. Jetzt bin ich dran. Ich nehme das hier. Oh, Aha. hier war das doch. Ja. So, jetzt hören wir das Originallied, gesungen mit Orchester im Hintergrund. Ich kann das sehen hier. Aha. Mozart, die Zauberflöte, die Königin der Nacht. Und da gibt es didaktische Informationen dazu. Hier steht jetzt noch, Genau, bei dieser Arie von Wolfgang Amadeus Mozart geht es um die Rache. Trotzdem wurde sie ausgewählt, um an Bord der Voyager-Raumsonden unserer Sonnensysteme zu verlassen. Also ein bisschen Fun Facts auch. Ja. Jedenfalls, Das heißt, ich spiele das dann jetzt mit 8 bis zu 20 Steinen. Ganz genau. Und mache das dann eben so wie das klassische Memory. Genau. Da Und haben ich wir- kann dann aber Spiele wechseln. Das ist Ganz so- genau. Also hier haben wir im Prinzip jetzt einfach nur 4 Pärchen bei 8 Steinen. Bei dem ganzen Set haben wir 10 Pärchen, aber es kommen auch immer wieder neue Reihen. Es gibt mehr Klangbeispiele als eigentlich Plättchen. Deshalb wird jedes Spiel nochmal abwechslungsreich gestaltet. Das heißt, das ist eine App für Android und für iOS. Ganz genau. Und dann haben wir zum Beispiel auch hier Länder und Hauptstädte. Auch ein lustiges Spiel. Da geht es darum, Ländern ihre Hauptstädte zuzuordnen. Hier lege ich auf. Das neue Spiel beginnt. Ich nehme ein Klangquadrat, ich lege es auf mein Handy ab. Canberra. Das zweite. Österreich. Canberra ist nicht die Hauptstadt von Österreich. Kein Match. Du bist dran, Adrian. Zeig, was du kannst. Indonesien. Wien. Wien. Ich bin dran. Und? Und als Ergebnis hört man die Nationalhymne von Österreich. Ja? Kann man auch mal nachschauen. Informationen. Wien ist die Hauptstadt von Österreich, kurz gehalten. Ja? Das Ganze haben Sie 2019 gestartet mit einer Kickstarter-Kampagne und dann auf den Markt gebracht. Am Anfang so mit 5 Spielvarianten und inzwischen sind es mehr geworden. Ganz genau. 15 sind es mittlerweile an der Zahl. Und jetzt gerade kurz vor Weihnachten letztes Jahr ist der Game Creator rausgekommen. Das bedeutet, wenn man selbst zwischen diesen 15 Varianten nicht die passende für sich findet, kann man seine eigene bauen.
Genau. Im Handy ist ja eine Kamera, ein Mikrofon, das heißt, ich habe alles hier in der Hand, was ich brauche, um mein eigenes Memory-Spiel zu bauen. Das heißt, ich mache dann so ein Memory-Spiel mit verschiedenen Aspekten und ich kann das irgendwie dann auch nicht für Kinder, sondern für ganz andere Anwendungen verwenden. Genau. Also man kann das individualisieren, wie es ungefähr im privaten Bereich mit Vokabeln oder eben auch Pupsgeräuschen für die Teenager, die finden es witzig. Aber auch natürlich haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die Logopäden oder auch Ergotherapeuten davon gerne Gebrauch machen. Und das Coole an diesem Game Creator ist auch, dass dieses fertige gebaute Spiel, was jeder selber baut, auch geteilt werden kann mittels QR-Code. Also ich kann ein Spiel bauen, es meiner Oma in Canberra schicken und sie kann es dort spielen. Das heißt, es gibt dann eine Community, die dann dieses Spiel dann spielen kann. Das ersuchen Spiel wir. Heißt Klangquadrat, sehe ich jetzt hier hinten auch. Und das ist jetzt hier diese Spieleschachtel, die jetzt hier verkauft wird. Genau. Gibt es im normalen Handel in Deutschland Ganz in verschiedenen genau. Läden. Das gibt es auch in verschiedenen Läden, auch direkt auf unserer Webseite natürlich. Aber unabhängig davon haben wir zwei Versionen. Einmal diese hier ist die Buchbinder-Version aus Buchbindermaterialien, hergestellt 150 Kilometer entfernt von Freiburg, wo wir unser Studio haben. Das ist die günstigere Version, erinnert auch an ein Spiel. Hier ist der QR-Code zum Runterladen. Und das hier sind die kleinen Quadrate, das ist die normale Spielbox. Aber wir haben auch aus Tonhölzern dieselben Quadrate gebaut. Das ist ein sehr dichtes Material, ein sehr schönes Material, ein sehr hochwertiges Material. Weil der Grundgedanke ist natürlich ein nachhaltiger, dass mit diesem wenigen Material man unendlich viele Spiele spielen können. Und da lohnt es sich auch mehr aufs Material sich zu konzentrieren. Und es gibt es eben in Schwarzpappe, aber auch in Birne, Ahorn und Zypresse. Also alles, was so dann irgendwie an schönen Materialien da ist. Genau. Und da schließt sich der Kreis dann wieder mit dem Geigenbauer. Genau, mit den Geigen. Ich hole mir kurz die Geige runter. Hier ist die berühmte Klangquadratgeige, die ich doch gerade gestern fertig lackiert habe. Hier sehen Sie aus Schwarzpappe der Hals. Das hier ist Birne, die Seiten, die Zagen. Die Decke ist Zypresse. Und der Rücken Ahorn. Diese Varianten gibt es dann eben für dieses Klangquadratspiel. Das ist eigentlich eine tolle Idee, das Klangquadrat. Ich bedanke mich für die Erklärungen und wünsche viel Erfolg auf der Messe. Vielen Dank.